Mein Name ist Nadine Schröder. Ich bin seit 2,5 Jahren Mitarbeiterin am Fachgebiet Landmanagement. Das Fachgebiet Landmanagement gehört zum Institut für Geodäsie und beschäftigt sich also mit der Vermessung der Welt bzw. das Landmanagement ganz konkret mit der Verwaltung und dem Management der Landstücke als Produkt der Vermessung. Wir stellen uns also vor allem auch rechtliche Fragen: Wie wird Landbesitz definiert? Wie kann Land gehandelt werden? Wie können wir Land zum Beispiel tauschen bei größeren Bauprojekten durch Baulandumlegung oder Flurbereinigung? Wie können wir auch den Wert des Landes und gegebenenfalls eine draufstehenden Immobilie bestimmen durch Verfahren der Immobilienwertermittlung? Und gleichzeitig beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Geoinformation. Das ist die digitale Sammlung von eben Wissen über Flurstücke, Landstücke und deren spezifische Lage. Genau, das ist ein großer Schwerpunkt, und dazu kommt noch die kommunale Bauleitplanung. Alle Fragen dessen, welche Steuerungsmöglichkeiten haben Gemeinden oder Kommunen eigentlich zur Nutzung und baulichen Entwicklung von dem Land in ihrem Verwaltungsgebiet. Für uns am Fachgebiet Landmanagement ist Nachhaltigkeit ein zentrales Thema. Das sieht man zum Beispiel beim Thema Bodenpolitik, also gemeinwohlorientierter Boden- und Wohnraumpolitik. Das haben wir schon in vielen Abschlussarbeiten zum Beispiel bearbeitet. Dann auch das Thema der Flächenentwicklung oder der flächenschonenden Entwicklung, Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Auch zu dem Thema hatten wir bereits Forschungsprojekte. Und dazu kommen auch noch viele weitere Themen, denn seit einigen Jahren ist auch das Fachgebiet Raum- und Infrastrukturplanung dem Landmanagement eingegliedert. Das heißt, uns beschäftigen noch viele weitere Themen, zum einen in Lehrveranstaltungen wie der Infrastrukturplanung oder der Umweltplanung, aber auch Themen grundsätzlich nachhaltiger Regionalentwicklung auf allen Ebenen, also auf der Regional- und Landesebene auch. Dann gibt es natürlich die Fragen der Nachhaltigkeit in Infrastruktur- und Bauprojekten, also sowohl die Förderung nachhaltiger Infrastrukturen, zum Beispiel im Energie- und Mobilitätsbereich, aber auch die Reduzierung negativer Umwelteinflüsse bei Bauvorhaben von Straßen, Großbauprojekten und so weiter. Also all diese Themen kann man bei uns abdecken in der Lehre, in Abschlussarbeiten, und ich glaube, deswegen betreuen wir auch außerordentlich viele Abschlussarbeiten, weil sich viele Studierende für diese Themen eben interessieren, und bei uns da einen Zugang zu finden, der nicht nur die rein technische Perspektive betrachtet, sondern eben auch gesellschaftswissenschaftliche Themen aus dem rechtlichen und wirtschaftlichen Bereich mit abdeckt.